Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interviewthema Digitalisierung in der Gastronomie. Welche Möglichkeiten hat man? Heute zu Gast Redo vom Unternehmen der Redo-Gruppe Berlin-Potsdam. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Ja, Redo Unternehmensgruppe hat vor 30 Jahren angefangen, ganz klein mit einem Imbisswagen. Habe ich mal losgelegt, habe vorher beide Berufe gelernt. Ist immer sehr wichtig, sage ich auch jedem Gastronomen, der erfolgreich sein will in der Gastronomie, lernt die Berufe von der Pike auf. Ich, wie gesagt, erst Restaurantfachmann gelernt, danach eine Kochlehre gemacht und dann mich gleich selbstständig gemacht. 1991 und mittlerweile habe ich halt ein Unternehmen aufgebaut, was 35 verschiedene Unternehmensbereiche hat. Dahinter verbirgen sich 14 GmbHs und eine Holding, wo ich überall alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer bin. Und jeder fragt sich natürlich in meiner Branche, wie macht ihr das einfach? Und ich kann es euch verraten, es ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist mein Steuerungsinstrument, um natürlich den Laden hier am Laufen zu halten. Es ist unglaublich, welchen Weg du an Karriere gegangen bist, was du aufgebaut hast für ein Empire. Wann hast du gesagt, ich muss den Gamechanger machen? Seit wann interessierst du dich für dein Unternehmen, für Digitalisierung? Ja, das gab eine ganz lustige Situation. Das fing so vor 4 Jahren an. Da war ich mal wieder so ein Expansionswahn. Da habe ich so im Durchschnitt 4 Läden im Jahr aufgemacht. Andere Leute schaffen gerade mal einen. Und ich habe so gemerkt, dass ich also letztendlich rann mir das Geld so durch die Finger. Ich habe immer meine Liquidität gesucht und irgendwie war ich ein bisschen durcheinander. Und ich habe gemerkt, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und aufgrund der Metro, die auf einer Messe mich damals dazu gebracht hat, ich glaube, das war irgendwie eine Hausmesse von der Metro mit Roding Kind zusammen, so waren so die ersten Sachen, die mir dann gezeigt haben, wie man eben halt am Dashboard über Kreisdiagramme, über Balkendiagramme verschiedene Sachen darstellen kann, noch sehr virtuos damals. Aber es hat mich völlig fasziniert und von da an ging es dann halt richtig los. Mit der Unterstützung von der Metro letztendlich die Digitalisierung voranzutreiben. Heute, nach 4 Jahren, sind wir schon in einer ganz anderen Atmosphäre. Wir haben alles digitalisiert, was überhaupt zu digitalisieren ist. Bei uns gibt es keine Papierrechnung mehr im Hause. Wir haben also praktisch eine digitalisierte Rechnungslegung. Wir haben unser HCC-Programm läuft letztendlich übers iPad. Da haben wir eine genaue Dokumentation, das ist Floatify. Wir haben unsere Kasse tut natürlich sehr viel, gibt uns viel Information. Unser Personaltool macht sehr viel. Und jetzt ganz neu, auch AgriCap ist ja ein ganz neues Tool, was ich jetzt noch ins Leben gerufen habe, mein Liquiditätstool. Da sehe ich immer, wo geht mein ganzes Geld hin, weil das war ja das Problem, was ja auch viele Gastronomen letztendlich immer haben. Da sagt der Steuerberater, oh, sie haben mal gut Geld verdient, aber letztendlich haben sie trotzdem keine Kohle in der Tasche. Das ist das große Problem. Wir brauchen Liquidität. Du bist ja sehr affin, du hast sehr gutes Fingerspitzengefühl auch bei den Sachen. Was war so das Erste an Digitalisierung, was du angegriffen hast? Was bist du das Erste angegangen so die letzten 4-5 Jahre? Das Erste, was ich wirklich angegangen bin, war wirklich digitalisierte Rechnungslegung, weil bei mir ist es halt so, meine Stores sind halt weit verbreitet, mit unter 200 Kilometer voneinander entfernt. Die Buchhaltung sitzt hier aber direkt in Potsdam. Und bis dann so die letzte Rechnung so mich erreicht hat, da sind so 4 Wochen vergangen. Und dann haben wir das umgestellt auf Sysbox, dass also praktisch die Leute eben halt ihre Rechnungen direkt nach Solingen schicken müssen, dann werden die eingescannt und archiviert. Es ist also kein Papierkram mehr und ich bin immer morgens in meiner ersten Aufgabe, ich muss mir jede einzelne Rechnung angucken, zeichne die auch frei, damit die dann weiter von der Buchhaltung bearbeitet wird, kontiert wird und eben auch entweder das Konto gezogen wird etc. Und das war schon sehr faszinierend. Dadurch haben wir natürlich auch keine offenen Opus-Listen mehr gehabt, dem Steuerberater. Und ich glaube, in meiner Größenordnung, ich bin wirklich sehr dankbar, auch an meine Steuerberatungsgesellschaft, dass wir natürlich eben auch so innovativ sind. Sonst, die meisten kommen ja heute noch mal so mit einem Schuhkarton noch irgendwie an. Das wird auch in Zukunft nicht mehr funktionieren. Und wir sind halt wirklich vernetzt. Ich habe halt dieses Bargeld intern in diesen Unternehmen komplett einmal abgeschafft. Also kein Lieferant kann mit mir Geschäfte machen, wenn er nicht ordnungsgemäß bedient wird über eine ordentliche Rechnungslegung, entweder über Einzugsermächtigung oder eben halt über eine Überweisung mit einer Skontozahlung. Und
bei uns läuft der Kreislauf einmal transparenterweise wirklich über die Bank. Also keiner, der mit mir irgendein Bargeschäft machen wird, der wird gleich ausgelistet. Also würdest du dir wünschen, dass gar kein Bargeld mehr in dein Leben? Kein Bargeld mehr. Also ich hoffe, dass das irgendwann mal so sein wird. Ja, dann ist es noch besser. Das erhöht nochmal die Arbeitsproduktivität. Kein Betriebsleiter muss mehr irgendwo noch zur Bankfiliale, muss da Geld einzahlen. Dann verknittert der Schein in den Geldautomaten, dann kommt nur die Hälfte wieder raus und das ist alles ein Schwachsinn. Braucht kein Mensch. Digitalisierung, was ist so für dich jetzt in deinem täglichen Bedarf der große Mehrwert? Na, ich kann die Transparenz eher leben. Ich kann die Leute natürlich eben auch untereinander sehr, sehr gut challengen. Ich kann die gut mitnehmen und kann natürlich eben letztendlich über einen Pro-Kopf-Umsatz die Leute letztendlich mitnehmen, über letztendlich einen sogenannten Zusatzverkauf, genau sehen, wer ist ein guter Verkäufer, wer ist ein guter Upseller. All die Sachen, wenn wir jetzt auch gerade, wir sind jetzt so in der Weihnachtszeit, wie viele Gänse werden letztendlich verkauft, wie viele Enten werden verkauft, da haben wir einen sehr, sehr guten Deckungsbeitrag, weil zu Weihnachten leisten sich die Leute das mal und ich kann die Leute natürlich eben untereinander in den Filialen viel, viel besser challengen. Wo ist ein starker Nachholbedarf? Allgemein sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich sehe immer noch wirklich einige Mitbewerber, die heute immer noch mit einem Zettel und Stift und mit einem riesengroßen Reservierungsbuch arbeiten. Da wird irgendwas reingeschrieben, keiner kann es mehr lesen. Auch da hast du ja keine genaue Kundenerfassung. Wir haben natürlich viele Sachen, wo wir wissen, na gut, okay, wenn der Herr Meier wieder zu uns kommt, der braucht halt immer sein besonderes Steak und das haben wir dann auch schon da und wir müssen nicht irgendwie vorher fragen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dadurch natürlich eben auch gerade auf dieses Thema Stammkunden setzen, obwohl ich ja ein Filialist bin und wir haben trotzdem Stammkunden, weil wir im Hintergrund eben natürlich auch Werte hinterlegen können und die Gäste sich natürlich freuen, dass man die Leute dann natürlich mit Namen anspricht und wir schreiben immer auch rauf, herzlich willkommen, Familie Mustermann und schön, dass Sie da sind. Da gibt es auch, das macht für den Gast macht das was ganz anderes. Wir wollen einfach mal so wirklich schon USP entwickeln. Perfekt. Abschlussfrage. Welche Tipps für deine Kollegen? Du bist ja sehr affin, du brennst für die Digitalisierung und Leute schauen auf dich auf. Die schauen sehr viel ab, sie machen gerne Sachen mit dir. Welche Tipps hast du für deine Kollegen? Also, ich sage grundsätzlich Folgendes. Ihr müsst wirklich, und glaubt mir, wir sind wirklich in einer Umwälzung des Marktes. Ja, wir sind in einer Krise, wir haben höhere Rohstoffe, Wareneinsätze, wir haben letztendlich die Personalkosten. Ja, zum 1. Juni ist der Mindestlohn bei 12 €. Ja, wir haben diese Personalproblematik. All das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst euch wirklich auf die Digitalisierung konzentrieren, weil sonst werdet ihr wirklich irgendwann vom Markt wirklich verschwinden. Das verspreche ich euch heute schon. Es ist ganz, ganz wichtig. Setzt euch damit auseinander. Ja, ihr könnt mich auch gerne persönlich ansprechen. Ich helfe euch dabei. Aber ihr werdet dadurch wirklich erfolgreich sein. Jetzt gerade in dieser Zeit. Herzlichen Dank, dass du mit dabei warst heute, für das tolle Interview, für deinen Input, für den Austausch. Bleibt dran bei unserem Kanal, schaut bald wieder rein, abonniert unseren Kanal und auf bald.